Herzlich virtuell willkommen im Kunstmuseum Bern zur Ausstellung Tools for Utopia, ausgewählte Werke der Daros Lateinamerika Collection. Wir richten in der Ausstellung den Blick auf Südamerika in den 1950er, 60er und 70er Jahren. Das sind politisch extrem schwierige Jahre für viele dieser Länder. Der Kunst kommt deswegen eine ganz besondere Rolle zu in dieser Zeit. Wir schauen uns ausgewählte, wichtige Werke von Künstlerinnen und Künstlern dieser Zeit an. Ich freue mich auf unsere Tour zusammen. Hier sehen wir Kunstwerke von Julio Leparc, einem argentinischen Künstler. Leparc war es wichtig, den traditionellen Rahmen des Tafelgemäldes zu sprengen. Seine Kunstwerke breiten sich bis in den Raum aus, bewegen sich, haben Lichtelemente und sind auch nicht mehr alleine von ihm geschaffen, sondern in Gemeinschaftsarbeit mit Handwerkern und Technikern. Wie in der mittelalterlichen Kathedrale, als man an einem Gemeinschaftskunstwerk arbeitete, wollte auch er die Kreativität auf eine breitere Basis legen und so Kunstwerke für die Zukunft schaffen. Hier sind wir bei einem Kunstwerk von Mira Schendl, eine Künstlerin, die sich mit Sprache beschäftigt. Die Buchstaben sind auf feinem Reispapier fragil im Raum zueinander in Beziehung gesetzt. Sprache und die Fragilität von Sprache waren ihre Themen ein Leben lang. Sie hat in Italien gelebt, war ursprünglich jüdische Schweizerin und ist dann, nachdem sie den Krieg in Sarajevo überlebt hat, nach Brasilien ausgewandert. Sie hat im Alltag Portugiesisch gesprochen, sie hat, wenn es um Emotionen ging, um Gefühle, Italienisch geredet und Deutsch blieb für sie die Sprache für philosophische Themen. Hier sind wir bei Rafael Soto, einem Künstler aus Venezuela, der mit dem Publikum arbeitet in einer Art und Weise, die neu ist. Man muss sich vor diesen Werken bewegen, nur dann kann das Kunstwerk überhaupt seinen Effekt erreichen. In dem Sinne möchte Soto das Publikum zum Teil seines Werks machen. Es sind also keine in sich abgeschlossenen, durch den Rahmen begrenzten Gemälde, sondern es sind Werke, die mit dem Publikum, für das Publikum als Teil der Gesellschaft funktionieren sollen. Das sind Arbeiten von Liliana Porta, einer Künstlerin, die mit anderen lateinamerikanischen Künstlern gemeinsam in New York gearbeitet hat. Sie haben sich Grafikbüro genannt. Diese Künstlerinnen und Künstler haben sich dafür interessiert, wie Zeichen und Sprachen aus verschiedenen Ebenen miteinander kombiniert werden können. Wir sehen rechts im Bild Liliana Porta selbst zusammen mit Luis Kamnitzer, einem Künstler, der auch in der Ausstellung vertreten ist.
Beide haben sich Teile eines Rechtecks aufs Gesicht gemalt, aber erst in der Ebene des Fotos kommt beides zusammen zur geometrischen Figur. Genauso wie in der anderen Arbeit, wo 3 Hände aus 3 verschiedenen Richtungen zusammengreifen und dadurch erst das ideale, gleichschenklige Dreieck entsteht, ein Symbol für die Zusammenarbeit dieser Künstlerinnen und Künstler. Wir sind hier bei Arbeiten von Paz Errázuriz, einer Künstlerin aus Chile, die in den 70er und 80er Jahren in Chile gearbeitet hat. In den 70er Jahren herrschte ein extremes Klima der Unterdrückung, ein extremes Gefühl von Unfreiheit, viele Menschenrechtsverletzungen. Sie hat innerhalb der Gesellschaft nach kleinen Inseln gesucht, wo Momente der Freiheit möglich waren. Hier zeigt sie uns Bilder von einem Bordell, in dem sich Transmenschen prostituiert haben. Sie zeigt es aber nicht auf eine voyeuristische Art und Weise, sondern hat Beziehungen, intime Vertrautheiten aufgebaut. Das heißt, die Bilder haben nichts Voyeuristisches, sondern sie ist auch von diesen Menschen autorisiert worden, diese Bilder zu machen. Sie sind auch Zeugnis einer Begegnung und bilden kleine, intime Einblicke in diese Welten, wo Momente der Freiheit im Rahmen der Unfreiheit möglich war. Wir sind hier bei Leonora de Barros, einer brasilianischen Künstlerin, die sich mit Sprache beschäftigt. Sprache im ganz wörtlichen Sinn. In vielen romanischen Sprachen ist das Wort für Zunge dasselbe wie für Sprache. Das führt sie uns vor, indem sie mit ihrer Zunge in die mechanischen Teile einer Schreibmaschine eindringt und dadurch sichtbar macht, vorführt, wie Sprache ganz körperlich werden kann, ja schmerzhaft werden kann, indem sie es so eindrücklich in diesem Bild auf die Spitze treibt. Das ist ein Werk, was ich Ihnen gern noch zeigen möchte. Das ist von Priscilla Monge, einer Künstlerin aus Costa Rica. Und da muss man mitmachen. Erst wenn man drauf tritt, funktioniert's. Dann bewegt sich die fragile Ballerina, die auf ein Power-Tool gesetzt ist. Man ist also selbst verantwortlich dafür, diese beiden Gegensätze zueinander zu bringen und zum Rotieren. Wir hoffen, Sie können bald wieder live Tools for Utopia erleben und in die Kunst Lateinamerikas eintauchen.